Im Mai fand zum ME-Awareness-Tag die Millions Missing-Aktion in Bern statt. Watkins war mit den Robotern Walter Jakob und Ice Cream Truck vor Ort und ermöglichte so bettlägerigen Betroffenen per Telepräsenz live dabei zu sein. Die globale Aktion Millions Missing steht symbolisch für die Millionen Menschen, die an ME erkrankt und aus dem öffentlichen Leben verschwunden sind. Ebenso macht die Aktion auf die Millionen fehlender Forschungsgelder aufmerksam. ME bedeutet Verlust der Gesundheit, der Bewegungsfreiheit, der Unabhängigkeit und mangels Versorgung oft auch der grundlegenden Menschenrechte, Würde oder gar des Lebens. Obwohl ME bereits 1969 von der WHO als neurologische Krankheit anerkannt wurde, ist sie noch heute mit großer Stigmatisierung verbunden. Ärztinnen kennen sie nicht, Gutachterinnen anerkennen sie nicht, die Gesellschaft sieht sie nicht. Entsprechend mangelt es Betroffenen an allem. Es gibt keine Versorgungsstrukturen, die der schweren Erkrankung gerecht werden würden, weder medizinisch noch sozial oder finanziell. Besonders Schwerstbetroffene fallen durch alle Raster des Systems und sind dadurch in ihrer Existenz bedroht. Die myalgische Enzephalomyelitis ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Sie gehört zu den Krankheiten mit der tiefsten Lebensqualität überhaupt. Viele Betroffene sind so schwer krank, dass sie nicht mehr das Haus oder auch nur das Bett verlassen können. Schwerstbetroffene müssen ihr Leben in abgedunkelten und schallisolierten Räumen verbringen, weil die geringsten sensorischen Reize ihre quälenden Symptome verschlimmern. Sie verschwinden wortwörtlich im Dunkeln. Schwersterkrankte sind vollständig bettlägerig, auf Pflege angewiesen und können aufgrund von mangelnder Energie, fehlender Muskelkraft, Schluckstörungen, Gastroparese und Unverträglichkeiten auf künstliche Ernährung angewiesen sein. Schon kleinste Bewegungen oder Stimuli, wie Licht oder Geräusche, können zu extremster Pene und damit zu einer Verschlechterung führen. Pene ist das Kern- und Alleinstellungsmerkmal von ME und bedeutet neuroimmune Entkräftung nach Belastung. Pene führt zu einem kritischen Energiemangel in jeder Körperzelle, weshalb es zu Funktionsausfällen in jedem Körpersystem kommen kann. ME ist keine seltene Erkrankung und trotzdem unzureichend erforscht und daher bis heute immer noch ohne eine einzige Therapie. Schwersterkrankte benötigen dringend und umgehend eine auf ME spezialisierte Versorgung. Gemeinsam mit allen ME-PatientInnen wollen wir ein starkes Zeichen an Politik, Gesundheitswesen und Sozialversicherungen setzen, dass sich jetzt endlich etwas ändern muss. Wir kämpfen für die Sichtbarmachung der Erkrankten, für Forschung und für die Rechte der Betroffenen. Es braucht für ME-PatientInnen geschulte ÄrztInnen und Pflegepersonal und gesicherte Renten. Die quasi inexistente Versorgung der ME-Betroffenen in der Schweiz ist eng verbunden mit strukturellen Faktoren sowohl im Gesundheits- und Sozialwesen als auch in der Politik und weist auf deren Mängel hin. Das wurde eindrücklich in den Reden benannt, die auf die desolate Situation der Betroffenen in der Schweiz und auf ihre Forderungen aufmerksam machte. Anerkennung, Versorgung, Forschung. Heute noch Utopie. Ändern wir das.